Hallo zusammen, ich habe aufgeräumt und habe einen Rest. Bei dem weiß ich jetzt irgendwie gar nicht, braucht man ständig, aber ich weiß nicht wohin damit. Also dachte ich mir, ich brauche ein Utensilo. Das Utensilo, das ich mir ausgesucht habe, hat 6 einzelne Taschen mit einer eingesetzten kleinen Falte. Dadurch hängt die Tasche nicht so flach an dem Utensilo, sondern wippt ein bisschen nach vorne, hat ein bisschen Spielraum und ich kann ganz einfach, ohne Probleme, meine Kleinigkeiten hineinlegen und auch wieder herausziehen, ohne an andere Dinge zu stoßen. Wenn ihr Lust habt, macht einfach mit. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke. Schön, dass ihr dabei seid. Um unsere Organizer arbeiten zu können, brauchen wir 6 Stoffquadrate, 31,5 x 31,5 oder 12,5 x 12,5 Inch, die wir von der Rückseite schon mit einem Vlies verstärkt haben. Alle Angaben zu den gebrauchten Materialien findet ihr unter dem Video. Wir brauchen 6 Pappstreifen, 10 cm x 13 cm. Wir brauchen 4 Stoffstreifen, 16 cm x 55 cm. Einen Hintergrundstoff, eine Fülleinlage, wie wir sie für Taschen brauchen, einen Stock, um unseren Organizer aufhängen zu können. Ich mag da einen Pfeil sehr gerne, Bügeleisen, Bügelbrett, Rollschneider und jede Menge Lineale. Und wir fangen an. Zu Beginn schneiden wir unsere Quadrate auf die richtige Größe. Die Fließeinlage ist in richtiger Größe auf ein etwas größeres Stoffstück aufgebügelt. Wir legen unser Lineal auf und schneiden einmal aus. Ich habe dazu das Olfa-Lineal verwendet in 12,5 x 12,5 Inch. Dann brauche ich nur einmal drumherum schneiden. Wenn man es hat, ist es ganz praktisch. Wenn wir das bei allen 6 Quadraten gemacht haben, möchten wir sie als Taschen schon einmal vorfalten. Wir achten darauf, dass wenn wir ein Motiv, das eine Richtung angibt, haben, dass es jetzt zu uns schaut, damit unsere Taschen nicht nachher irgendwie auf dem Kopf stehen. Wenn wir das haben, falten wir unser Quadrat einmal auf die Mitte und gehen einmal nur mit dem Finger lang. Und wir steppen an der offenen Kante ab. Wir haben eine 70er oder 80er Nadel eingespannt. Und wir steppen unsere rechts auf rechts gelegten Taschen einmal ab. Wir können das in Reihe machen. Wir verriegeln am Anfang und am Ende. Wir nähen Füßchen breit. Verriegeln am Ende und legen die übrigen vorbereiteten Taschenbeutel nacheinander an. Verriegeln und weiternähen. Wenn wir mit unserem Füßchen den Stoff ein bisschen vor uns her treiben und das vermeiden wollen, legen wir auf eine Seite ein Lineal an. Wir haben jetzt hier unser Maß für die Länge und hier verhindern wir, dass wir den Stoff vor uns her treiben. Unsere vorbereiteten Tascheneinlagen falten wir einmal an den Kanten auseinander. Gehen da einfach mal mit dem Nagel lang, das reicht dann schon. Und wir wenden. Wir greifen einmal durch diese Röhre hindurch, schieben das Ganze zusammen und ziehen das einmal zur anderen Seite. Diese Röhren bügeln wir so auseinander, dass unsere Naht ungefähr in der Mitte liegt. Wir greifen einmal rein, halten die Naht rechts und links auseinander und legen das Ganze glatt ab. Und pressen das einmal. Die obere Kante schlagen wir nun ungefähr 1,5 cm um. Das ist ein Bügellineal, das ist da ganz praktisch. So bereiten wir alle Taschen vor. Unsere so vorbereiteten Taschen möchten wir nun zwischen unsere Stoffstreifen setzen. Wir nehmen 2 Stoffstreifen und 2 Taschen. An den Stoffstreifen habe ich den oberen Rand nicht abgeschnitten. Das ist am Ende ganz praktisch. Wir nehmen den ersten Stoffstreifen, messen von der unteren Linie 5 cm ab, nehmen eine Tasche und falten sie zur Mitte und zwar mit der umgeschlagenen Kante nach innen. Falten wir das Ganze einmal um.
So, das ist die obere Taschenseite. Hier ist das untere Ende unseres Organisers. Das heißt, wir drehen das Ganze einmal um. Achten darauf, dass wir hier gerade Abschlüsse haben, damit das nachher vernünftig aussieht. Wenn das alles für uns gut passt, setzen wir das einmal an, schauen, dass unsere Ecken aufeinander liegen, schauen, dass die unteren Ecken aufeinander liegen, schauen, dass wir 5 cm Abstand zum unteren Rand haben und stecken das schon einmal fest. Die erste Tasche, schieben das Ganze nach oben, messen 8 cm ab, falten bei der zweiten Tasche die umgeschlagene Kante nach innen, unsere Tasche wieder zueinander. Die umgeschlagene Kante ist oben, oben ist hier. Also legen wir das Ganze so rum an und stecken es wieder fest. Wir nehmen einen zweiten Stoffstreifen und legen ihn mit der rechten Seite auf unser vorbereitetes Taschenelement. Stecken das und wir steppen diese Naht einmal füßchenbreit ab. Dazu gehen wir wieder an unsere Nähmaschine. Wir steppen nun diese Naht ab. Diese Naht hat sehr kräftige Stellen. Da, wo unsere Taschen eingesetzt sind, haben wir sehr, sehr viele Lagen übereinander und wir wechseln von diesen 2 Lagen auf diese vielen Lagen. Dafür nehmen wir uns einen Helfer. Unser Helfer ist hier einfach ein Stück 3 mm dicker Filz, der eine Einkerbung rausgeschnitten hat. Wir setzen wieder an, genau an der Außenkante unserer Stoffseite und steppen zunächst einmal Füßchen weit, bis wir zu unserer ersten schwierigen Stelle kommen. Wir können verriegeln. So, jetzt wird es hier sehr dick. Das mag das Füßchen eigentlich gar nicht. Damit wir das dem Füßchen ein bisschen einfacher machen können, versenkeln wir einmal die Nadel, heben unser Füßchen hoch und setzen nun unseren Helfer unter. Hier ist das jetzt immer noch eine große Stufe, die das Füßchen schaffen möchte. Wenn ich es dem Füßchen noch leichter machen möchte, schlage ich mein Filzstück einfach um, bis ich merke, so, da habe ich die richtige Dicke und schiebe das Ganze dann unter. Hier reichen aber diese 3 mm, also lege ich es einfach so unter. Eine 80er Nadel wäre hier sehr gut. Jetzt ist meine Nadel auf dem Stoff durch den ausgeschnittenen Ausschnitt. Mein Füßchen ist aber höher gehoben und ist schon der neuen Situation ein bisschen angepasst. Und so nähen wir problemlos über diesen Weg. Wir müssen da nicht öfter hin und her, das reicht völlig, wenn wir das Ganze einmal machen. Hier treiben wir wieder unseren Stoff. Je mehr Druck auf unserem Füßchen ist, je mehr treiben wir den Stoff. Das möchten wir wieder verhindern. So, und wir nähen weiter. Wenn ihr mit einem Obertransport arbeitet, braucht ihr kein Lineal. Wenn ihr ohne Obertransport arbeitet, nutzt einfach ein Lineal. So, hier nähen wir nun wieder herunter. Ich möchte da gerne den gleichen Vorteil für die Maschine nutzen, damit meine Stiche nicht verrutschen und ich keine Auslassstiche habe. Also nähe ich so weit, bis mein Füßchen wieder komplett von der hohen Position entfernt ist und versenke das wieder ganz normal. Nutze mein Lineal, damit ich nichts verschiebe und nähe weiter. Und nähen wieder ganz normal, Füßchen weit unsere Naht zu Ende und verriegeln. Und schauen an unserem Arbeitsplatz mal, wie das Ganze denn nun ausschaut. Wir lassen unsere Nahtzugabe in einer Richtung liegen, wir bügeln das nicht auseinander und schlagen einmal unsere Seiten um. Unsere eingenähten Taschen möchten wir nun formen. Dazu nehmen wir wieder unsere Bügelunterlage. Wir bügeln nicht auf der nicht hitzebeständigen Schneidematte. Dieses Brettchen ist sehr dick, die Hitze geht da nicht durch, daher kann ich dieses Brettchen wunderbar darauf legen. Mit dünneren Dingen sollte man das nicht so machen. Wir haben hier einmal genau die Mitte durch unseren Knick und die markieren wir uns einmal mit Nadeln. Von der Mitte ausgehend markieren wir uns eine 4 cm Linie und stecken uns Nadeln an den 4 cm auf beiden Seiten. Wir haben hier die Öffnung, wir klippen das gleich auseinander. Das heißt, wir möchten die 4 cm Linie auf beiden Seiten markiert haben.
Nun haben wir alle Punkte markiert, die wir zur Ausformung unserer Tasche brauchen. Wir klappen sie einmal in der Mitte auseinander und schlagen das Ganze nun an unserer markierten ersten 4 cm Linie um. So schauen, dass es hier gut liegt. Wir haben hier die vielen Lagen an der Oberkante. Das falzen wir einmal richtig ein. Nehmen unsere Nadeln und stecken das einmal mit einem Abstand von 2 cm nach innen. 2 cm und stecken das fest. Mit der unteren Stofflage durch alle Lagen durch. Das gleiche machen wir mit der oberen Nadel. Wir ziehen sie heraus, messen 2 cm und stecken das Ganze an der 2 cm Linie fest. Das gleiche wiederholen wir an der anderen Seite. Nun bügeln wir unsere Tasche auseinander. Schlagen das an der 2 cm Linie nach außen. So. Und schlagen das hier an der 2 cm Linie nach außen. Gehen einmal mit dem Finger rein, dann legt sich das schöner. Und legen nun unsere festgesteckte Mitte genau auf unsere mittlere Naht. Das Ganze pressen wir wieder gut mit dem Bügeleisen ein. Das bleibt genauso vorbereitet, so möchten wir das mit zur Maschine nehmen. Wir wiederholen das Ganze bei der zweiten Tasche. An der Nähmaschine sichern wir nun die eingeschlagenen Seiten. Wir nehmen unsere eingeschlagenen Seiten, schieben sie unter die Maschine. Wir nähen knappkantig, das heißt die Innenkante unseres Füßchens liegt an der Außenkante unserer Stoffseite. Hier haben wir jetzt ziemlich viel Spielraum. Wenn uns der Spielraum stört, legen wir wieder unseren Helfer unter. Dann haben wir es ein bisschen ausgeglichen und unser Füßchen hat es etwas leichter. Füßchen ist abgesenkt, Faden wird festgehalten und wir starten. Rückwärts. Wir brauchen hier noch nicht sehr gut zu vernähen. Es ist eine Hilfsnaht, wir nähen später noch einmal über die gleiche Stelle. 2 Taschen haben wir vorbereitet. Wir haben die Öffnung der Tasche mit der eingeschlagenen Kante in eine Richtung liegen. Wir bereiten das gleiche noch einmal auf gleiche Weise vor und legen die Öffnung der Taschen wieder in gleiche Richtung. Beide Elemente legen wir zueinander. Was uns nun noch fehlt, sind die beiden Taschen in der Mitte. Dazu hatten wir 2 weitere Einlagen vorbereitet, die wir nun ebenfalls falten, auf gleiche Höhe in die Mitte setzen, schlagen beide fertigen Teile mit der rechten Seite übereinander, stecken das Ganze fest und wir verarbeiten die letzten beiden Taschen auf gleiche Art und Weise. Unser Utensilo ist vorbereitet. Wir haben die nach innen umgeschlagene Kante oben liegen an allen 6 Taschen. Wir haben die Seiten schon einmal festgesteppt, sodass wir schon diesen Klappeffekt an unseren Taschen haben. Bevor wir das Ganze aber nun als Tasche schließen möchten, möchten wir die Rückseite aufnähen. Wir nehmen unseren Rückseitenstoff und legen den auf die Vorderseite unseres Utensilos. Das Ganze stecken wir nun ein bisschen fest, damit das nachher gerade liegt. Mitten durch unsere Taschen, an jeder Tasche einmal. Das Ganze drehen wir um. Und wir schließen nun die untere Naht. Wir schließen beide Seitennähte und die obere Naht bleibt komplett offen. Wir haben die Seitennähte geschlossen und schneiden nun den rückwärtigen Stoff zurück. Setzen das ziemlich genau an, wenn wir mögen. Schneiden mit dem Lineal. Unsere Ecken schneiden wir schräg ein, damit wir nicht so viel Nahtzugabe in der Ecke unterbringen müssen. Und das Ganze können wir nun wenden. Wir formen die Kanten aus. Bevor wir das nun verstärken, möchten wir das einmal ausbügeln, dass alle Kanten wunderbar gerade akkurat liegen. Unser Utensilo ist gebügelt und fertig vorbereitet. Nun möchten wir noch die Tascheneinlage einarbeiten, damit das Ganze Stand und Stabilität bekommt und auch unsere Nähte, wenn wir das nachher belasten, nicht ausreißen.
Dazu schneiden wir eine Tascheneinlage so zu, dass sie genau in unser vorbereitetes Utensilo passt und oben 10 cm kürzer ist. Wir halten 10 cm ohne Tascheneinlage über und das Ganze ziehen wir nun wie in einen Kissenbezug ein und streichen das so glatt, dass wir hier keine schiefen Ränder mehr haben. Dieses Ergebnis stecken wir nun fest, damit uns das unter der Nähmaschine nachher nicht verrutscht. Und zwar nicht mehr auf, sondern zwischen den Taschen. So vorbereitet nehmen wir das mit zur Nähmaschine. Wir haben unser Utensilo vorbereitet und nun können wir unsere Taschen endlich vernünftig aufnähen, sodass sie nur noch oben offen sind und hier unten geschlossen werden. Zunächst einmal, wir beginnen mit der ersten Tasche und zunächst einmal nähen wir die schon vorgesteppte Linie nach. Wenn wir mögen, können wir die obere Ecke auch schräg nähen. Wir setzen schräg an, nähen ein paar Stiche bis zur Linie, nähen wieder zurück zur oberen Kante, nähen wieder tief, setzen unser Füßchen wieder gerade, nähen zurück und nähen nun die schon genähte Linie nach unten. Das wiederholen wir auf der zweiten Seite. Und wir schließen unsere Tasche. Wir achten darauf, dass die unteren Lagen der Tasche unter der oberen Lage verschwinden, damit wir einen schönen Abschluss bekommen. Legen unsere Tasche unter das Füßchen, knappkantig, das heißt die Innenkante unseres Füßchens trifft auf die äußere Stoffkante. Wir halten wieder den Faden fest, nähen ein, zwei Stiche, nähen rückwärts und nähen wieder nach vorne. Verriegeln, schneiden unsere Fäden ab und setzen eine zweite Naht zur Sicherung daneben. Dieses Mal schließt die Außenkante des Füßchens mit der Außenkante unserer Stoffbahn ab, unserer Tasche ab. Nähen ein paar Schritte vor, halten den Faden fest, nähen rückwärts und nähen erneut. Wir lösen die Fäden und wiederholen das bei allen Taschen. So sieht unser Ergebnis nun aus. Wir haben endlich Taschen, die geschlossen sind. Wir haben sie doppelt vernäht und nun können wir unsere Nadeln entfernen. Wir haben Pappstreifen vorbereitet. Diese Pappstreifen setzen wir nun zur Verstärkung unserer Tasche ein. Wir passen sie in der Größe genau an. Sie sollten ein bisschen Abstand von der gesetzten Naht und ein bisschen Spielraum zum oberen Abschluss haben. Schieben sie einmal ein, holen unseren umgeschlagenen Saum hoch und stecken unsere Pappe hinter unseren Saum. Bei allen Taschen. Unser Utensilo ist immer noch geöffnet. Langsam wird es Zeit für den Abschluss. Wir drehen es zur Seite, setzen unser Lineal an. So, ich möchte das sehr knapp haben und schneide das jetzt hier einmal ab. Ich nehme ein paar Klipse dazu und stecke nun erstmal diesen Rand ab, damit wir das schon mal gesichert haben. Diesen Rand schlage ich an der Kante um. Nun möchte ich diese Kante umschlagen. Ich schlage das einmal bis zur Mitte und schlage es wieder zurück. Und versuche eine Kante zu erhalten von 5 cm. Diese Seite hier, die hier ein bisschen rauslauert, schlage ich um und kippe das hoch. Ich habe hier überall 5 cm abgemessen und hier reihe ich jetzt eben den äußeren Rand lang, damit ich das später von der Vorderseite aus nähen kann. Bis dahin darf ich nachher nähen. Das ist nur eine Fixierlinie, weiter nichts. Wir können die Klammern entfernen und haben nun auf dieser Seite eine Linie gesetzt, unter der wir nicht mehr kommen möchten, wenn wir gleich die Abschlussnaht setzen. Das machen wir wieder an der Nähmaschine. Wir möchten die Abschlussnaht nähen.
Ich habe hier den äußeren Rand markiert, über den hinaus möchte ich nicht nähen, dann habe ich vielleicht nicht mehr alles gefasst. Ich schiebe mein Füßchen unter. Ich möchte hier einen Stock durchziehen können, das heißt, ich brauche schon ein bisschen Platz. Ich gehe also ziemlich weit rüber zu dieser beriehenden Naht. Ich setze ein Magnetfüßchen an, einen Magnetplatzhalter. Der gibt jetzt die Linie an der ich mich orientiere. Ich senke mein Füßchen ab, nähe ein paar Mal hin und her. Ich möchte das gut verriegelt haben. So. Und nähe nun eine gerade Linie entlang dieses Platzhalters. Verriegel. Und fertig. Yay! Wieder am Arbeitsplatz können wir unsere Fäden abschneiden und können unseren Hilfsfaden wieder entfernen. Als Stock habe ich mir den Pfeil ausgesucht. Den kann ich nun ohne Probleme einfach durch meinen Tunnel ziehen. So, nun können wir es endlich aufhängen und richtig schön ausstatten. Und alle unsere schönen Dinge finden einen Platz, an dem wir es schnell greifen können. Das wollen wir nun machen. Unser Utensilo ist aufgehängt und fast schon zu Ende eingerichtet. Alle meine Dinge haben nun wieder einen vernünftigen Platz gefunden und durch die aufwippenden Taschen kann ich sie auch sehr leicht wieder herausnehmen und hineinstecken. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal.